Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Oberteil für den Frühling und Sommer oder auch zum Ausgehen sehr wohl geeignet. Für dieses Oberteil beginnen wir zuallererst damit, unseren Brustumfang auszumessen. Ich häkel hier wie immer für Größe M, Größe 38, und da beträgt der Brustumfang immer um die 100 cm. Den Brustumfang teile ich dann durch 2 und komme somit bei mir auf 50, ihr entsprechend auf eure Maße. Und für dieses Oberteil müssen wir danach, egal für welche Größe ihr häkelt, nochmal plus 20 cm mehr drauf rechnen. Das sind dann bei mir 70 cm. Und dann haben wir schon mal die gesamte Breite errechnet. Als nächstes nehmt ihr einmal Maße von oben von der Schulter herab, wie lang euer Oberteil werden soll. Dieses Oberteil wird grundsätzlich nicht über Hüften getragen, das sieht dann ein bisschen zu voluminös aus, geht maximal bis auf die Hüften. Und hier werde ich 40 cm nehmen. Und nun müsst ihr euch das so vorstellen, dass wir ein Rechteck häkeln werden mit der Breite 70, bei mir zumindest. Das ist der Brustumfang geteilt durch 2 plus 20 cm mehr drauf rechnen und die Höhe von 40. Da nehmt ihr einmal Maße von der Schulter herab, aber bis maximal Hüften. Denn auch hier ist wichtig zu bedenken, die Wolle wird sich noch etwas aushängen und dadurch auch nochmal ein kleines bisschen verlängern. Und je nachdem, ob ihr fest oder locker häkelt und mit was für einer Wolle und Nadelstärke, kann sich das hier gut und gerne um 5 cm mehr handeln, also plus minus. Wir schlagen also jetzt als nächstes eine Luftmaschenkette an auf unsere errechnete Maße, und zwar Brustumfang geteilt durch 2 plus 20 cm mehr. Ich werde hier eine Luftmaschenkette von 70 cm anschlagen. Dann zählt ihr diese einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 6 sein, plus 3, damit wir Anfang und Ende gleich haben, und plus 2 Maschen mehr fürs Anfang und fürs Endstäbchen. Ich kann euch jetzt hier schon sagen, wenn ihr für meine Größe häkelt und ihr sagt, eure Projekte haben so nachgehäkelt, auf meine Größe immer perfekt für euch gepasst, dass ich hier 100 und eine Masche angeschlagen habe. Und dann kommen wir nun zum Muster. Da wir diese Fläche zweimal häkeln müssen, werde ich zweimal mit so einem hübschen Bobbel häkeln. Das ist ein 500 Meter Bobbel, vierfädig und eine 4er Nadel. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch am Ende findet ihr unterm Video in der Infobox. Oder erinnert mich daran, dies euch in den Kommentaren zu verlinken, insofern ihr die Infobox nicht finden könnt. Wir beginnen also nun damit, eine Luftmaschenkette auf unsere errechnete Maße anzuschlagen. Schön locker. Und wenn ihr damit ein Problem habt, lockere Luftmaschen anzuschlagen, könnt ihr auch für den Anfang eine halbe Nadelstärke größer nehmen. Und ich werde jetzt hier meine 101 Masche anschlagen und dann sehen wir uns wieder. Nachdem ihr eine Basisreihe für euer Projekt angeschlagen habt, Maschen durchgezählt, teilbar durch 6 plus 3 plus 2 Maschen mehr, kommen wir nun zur Reihe 1. Ich beginne mit einer Luftmasche und steche in die erste Masche ein und häkel dort eine feste Masche. Danach mache ich 3 Luftmaschen, lasse 3 Maschen frei
und steche in die 4. ein und häkel dort 3 feste Maschen in die nächsten 3 Maschen. Drei Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und ab der 4. wieder 3 feste Maschen in die nächsten 3 Maschen. Und noch ein letztes Mal 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und ab der 4. in die nächsten 3 Maschen jeweils eine feste Masche. Und so nun bis zum Ende. Und am Ende der Reihe, nach den letzten 3 festen Maschen, 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die letzte Masche eine feste Masche häkeln. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Für Reihe 2 machen wir auch wieder eine Wendeluftmasche und häkeln in die erste Masche eine feste Masche hinein. Danach machen wir einen Umschlag und häkeln nun um die Luftmaschenkette herum 5 Stäbchen. Nach den 5 Stäbchen fixieren wir diese in der mittleren festen Masche der 3 festen Maschen. Umschlag, um die nächste Kette herum 5 Stäbchen. Und diese dann wieder mit einer festen Masche in der mittleren festen Masche fixieren. Umschlag, ein letztes Mal, um die nächste Luftmaschenkette 5 Stäbchen. Und nach den 5 Stäbchen das Ganze in der mittleren festen Masche von den 3, die da kommen, mit einer festen Masche fixieren. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe um die letzte Luftmaschenkette nochmal 5 Stäbchen häkeln. Zwei, vier, 5 und mit einer festen Masche in der festen Masche der Vorreihe die Reihe beenden. Das war Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Für Reihe 3 müssen wir 3 Steigeluftmaschen häkeln und noch ein zusätzliches Stäbchen direkt in die erste feste Masche. Danach eine Luftmasche und nun brauchen wir die 5 Stäbchen. Davon lassen wir das erste und das letzte frei und behäkeln die mittleren 3 mit jeweils einer festen Masche.
3 Luftmaschen, rüber zu den nächsten 5 Stäbchen, erstes freilassen, zweites, drittes und viertes mit jeweils einer festen Masche behäkeln. Das letzte wird freigelassen, dann 3 Luftmaschen und rüber zum nächsten Bogen. Eine ganz einfache Reihe. Immer die mittleren 3 Stäbchen mit jeweils einer festen Masche bestücken. Erste und letzte bleiben frei. Dann wieder 3 Luftmaschen, rüber zum nächsten Bogen. Erstes Stäbchen freilassen, zweites, drittes und viertes mit einer festen Masche behäkeln. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe die letzten 3 festen Maschen in die Mitte des Bogens häkeln und so nun wie am Anfang eine Luftmasche, einen Umschlag und in die letzte Masche, in die feste Masche 2 Stäbchen hinein häkeln. Das war Reihe 3. Kommen wir nun zur letzten Reihe, bevor sich das Muster anfängt zu wiederholen. Zur Reihe 4. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und häkeln nun ein Stäbchen in das nächste Stäbchen hinein. Also Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen und ein Stäbchen über das nächste Stäbchen. Danach einen Umschlag und nun um die Luftmasche herum 3 Stäbchen in dieses eine Loch häkeln. So haben wir nun einen halben Fächer und diesen fixieren wir nun wieder in der mittleren festen Masche der 3. Dann wieder Umschlag und 5 Stäbchen um die Luftmaschenkette herum, so wie ihr es aus der anderen Reihe bereits kennt. Nach den 5 Stäbchen das Ganze mit einer festen Masche in der mittleren festen Masche fixieren, Umschlag und um die nächste Kette wieder 5 Stäbchen häkeln. Eine feste Masche in die mittlere feste Masche. Und so nun die restliche Reihe. Und nach dem letzten Bogen mit einer festen Masche in der mittleren festen Masche fixieren, häkeln wir nun wie am Anfang 3 Stäbchen in das kleine Loch um die eine Luftmaschenkette herum. Danach ein Stäbchen über das nächste Stäbchen und ein Endstäbchen in die Steigeluftmaschen der Vorreihe. In der dritten Masche von unten angezählt. Und beenden das Ganze und haben somit Reihe 4 fertig. Und mehr ist das auch nicht. Ab hier wiederholt sich immer Reihe 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. Leicht zu merken daran ist auch vor allem Reihe 1 und Reihe 2 beginnen mit einer festen Masche, Reihe 3 und Reihe 4 immer mit Stäbchen. Und der Rest ist
selbsterklärend, wenn ihr das einmal vom Anfang her drauf habt. Reihe 5 beginnt somit mit einer festen Masche. Das heißt, wir machen eine Luftmasche, wenden und stechen in die erste Masche ein und häkeln dort eine feste Masche. So, hier haben wir dann in der ersten Reihe 3 Maschen freigelassen, um die Kette für den Bogen zu erzeugen. Das heißt, wir werden hier jetzt, genauso wie in der ersten Reihe, 3 Luftmaschen häkeln, alle Maschen freilassen und über dem nächsten Bogen das erste Stäbchen freilassen und ins zweite, dritte und vierte jeweils eine feste Masche häkeln. Und dann habt ihr, so wie Reihe 1, auch die Reihe 5 gehäkelt. Und ab hier geht es dann weiter wieder mit 3 Luftmaschen und immer 3 feste Maschen über jeden Bogen. Reihe 2 beginnt dann auch wieder mit einer festen Masche und dann kommen die 5 Stäbchen um die Kette herum. Bei Reihe 3 beginnen wir in der ersten Masche mit 2 Stäbchen und einer Luftmasche, um einen halben Bogen danach zu erzeugen. Und Reihe 4 beginnt damit, dass wir über die Steigeluftmaschen die Steigeluftmaschen häkeln, über das erste Stäbchen ein Stäbchen häkeln und danach 3 Stäbchen in das kleine Loch um die Luftmasche herum. Danach fixieren wir das Ganze in der mittleren festen Masche mit einer festen Masche und folgen den Bögen wie gehabt mit immer 5 Stäbchen um die Kette. Ein ganz einfaches Muster, es sieht kompliziert aus, wenn man sich aber Reihe für Reihe einmal durchgekämpft hat, sind diese leicht zu merken und ergeben ein wunderschönes Muster. So, ab hier werde ich jetzt Reihe für Reihe so weiter häkeln, bis ich meine Höhe von 40 cm erreicht habe. Angeschlagen hatte ich ja 101 Masche für die 70 cm, die ich bei mir ausgerechnet hatte. Nun fehlen noch die 40 Höhe. Und das Ganze brauchen wir, nicht vergessen, mal 2. Also wer hier synchron häkeln will, der kann auch noch direkt das zweite annadeln. Kann ich nur empfehlen, denn meistens ist es ja so, wenn man einmal so eine Fläche fertig hat, hat man keine Lust mehr auf die zweite. Synchron häkeln ist da natürlich perfekt. Ich nehme euch dabei wie immer mit und dann sehen wir uns wieder, wenn ich meine Flächen soweit fertig habe. Zurück, ihr Lieben, nach 23 Bögen, also nicht Reihen, sondern diese kleinen Bögen, 23 Stück insgesamt, habe ich die für mich perfekte Länge erreicht. Und als nächstes klappen wir beide Teile einmal in der Mitte zusammen, markieren uns die Mitte und nehmen von einem gut sitzenden Pulli die Kragenweite. Hier habe ich mich für 22 entschieden, da ich ja gleich noch den Ausschnitt nach vorne habe. Dadurch ist der Kragen ja eh schon weiter. Und gehe dann diese 11 cm von der Mitte nach links und 11 cm von der Mitte aus nach rechts und markiere mir die Stelle. Als nächstes können wir uns dann den Schultern widmen, indem wir von außen bis zum Marker und auch auf der anderen Seite von außen bis zum Marker das Ganze zuhäkeln oder zunähen. Ich werde hier zunähen und wie ich das Ganze mache, zeige ich euch jetzt. Schaut, welche Seite euch am besten gefällt bei beiden Teilen und legt dann die Innenseite auf die Innenseite. Ich lege beide Teile dann aufeinander. Nehme hier die feste Masche am Anfang, ziehe den Faden durch, gehe unten durch den Knoten und ziehe das Ganze zu. Und so habe ich den Faden dann fixiert und kann nun loslegen. So, nun habe ich das Ganze fixiert und beginne immer einen halben Zentimeter am hinteren Häkelstück zur Seite einzustechen.
lege den Faden über, orientiere mich dann in Höhe des Fadens, steche ein und gehe am vorderen Häkelstück einen halben Zentimeter zur Seite weg. Faden überlegen und am hinteren Häkelstück zur Seite weg. Darauf achten, dass sich das Ganze nicht so zusammenzieht. Den Faden überlegen dient nur als Orientierung, müsst ihr nicht. Ihr könnt auch so davon ausgehen, einfach in Höhe des Fadens, dann auf der anderen Seite wieder circa einen halben Zentimeter einstechen. Und so bekommt ihr eine schöne flache Naht und habt nicht nachher so eine Wulst auf der Schulter. Und nachdem ich am Ende angekommen bin, steche ich bei den Markern einmal durch die komplette Masche durch, dann nochmal so ein kleines Stück, wickel den Faden zweimal um die Nadel direkt unten, halte den Daumen drauf und ziehe den Faden durch. So haben wir auch wie am Anfang ein kleines Knötchen und dann nähe ich noch einmal hin und her und kann den Faden dann abschneiden und habe eine wunderschöne flache Naht von innen und von außen. Zurück, nachdem ich beide Seiten soweit vernäht habe, je nachdem mit was für Wolle ihr gearbeitet habt, könnt ihr jetzt schauen, welche Seite möchtet ihr als Vorder-, welche als Rückteil haben. Hier kommt die Fliederseite etwas mehr zur Geltung als auf der Seite, komischerweise. Also nehme ich diese Seite. Ich habe hier bereits noch die Mitte markiert und es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Löcher gerade nach unten gezählt. Also mache ich die Hälfte und gehe von 6 aus. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, raffe mir das zusammen. Und hier habe ich mir einen kleinen Glitzerfaden genommen mit ganz kleinen Pailletten dran, auch doppelt genommen, unten ein Knötchen rein und gehe einmal komplett um die Löcher herum, immer im Wechsel, oben, unten, oben, unten. Hier oben gehe ich durch die Masche vom Marker. So. Und da ich ja hier unten mein Knötchen habe, kann ich das einfach durchfädeln und zuziehen. So. Und danach gehe ich durch das ganze Geknautsche einfach durch und wickel den Faden noch ein paar Mal rum. Und auch hier dann zum Schluss die Nadel nur ein Stück durch. Zweimal drumherum. Hier müssen wir nur gucken, ob die Pailletten da durchpassen. Nein, tun sie nicht. Machen wir das anders. So. Und verknoten das Ganze dann hier unten. So. Können wir den Faden abschneiden. Den Marker rausnehmen. Hinten können wir den sowieso rausnehmen. Das Ganze dann einmal wenden. Und fertig ist unser hübscher Kragen. Als nächstes müssen wir noch die Seiten vernähen oder zuhäkeln. Dazu nehmt ihr jetzt von einem gut sitzenden Pullover oder Shirt einmal die Ärmelhöhe und markiert euch diese am Vorder- und Rückteil. Zählt am besten auch dann nochmal aus, von unten nach oben, dass ihr auch die Reihen richtig habt und vor allen Dingen gleich habt, nicht dass es schief wird. Und dann vernähen wir noch die Seiten sowohl links als auch rechts.
Für meine Ärmelaussparung werde ich ca. 18 cm nehmen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Löcher nach oben gezählt und verbinde mir diese dann oben zusammen, also Vorder- und Rückteil. So kann dann auch sich nichts mehr verschieben und nun kann ich von unten an bis zum Marker hoch das Ganze vernähen. Und so sieht unser Oberteil aus. In der Mitte könnte man jetzt noch eine kleine schöne Brosche dran machen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht eure Bewertung, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und wir hören uns hoffentlich zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.